Comeback gestern gegeben gegen FC Augsburg, Tor gemacht und gewonnen. Das war so ein Einstand wieder nach Maß. Ja, natürlich. Es war das gewohnt schwierige Spiel gegen die Augsburger. Es war ja nicht einfach durchzukommen, wir sind sehr tief gestanden, aber es ist einfach wichtig, dass man durch Standard dann gefährlich ist und das war umso wichtiger dann das Tor. Das hat das Spiel ein bisschen einfach gemacht für uns und natürlich war es optimal nach so langer Zeit. Ich habe jetzt weiß, wie es den Fans geht daheim. Ich habe mitgelitten, es ist wirklich schlimm zuzuschauen, teilweise oft, weil man einfach so mitfiebert, weil man so nervös ist. Und umso schöner ist, wenn man dann wieder am Platz steht und dann noch so helfen kann. Jetzt gab es eine Situation, die hat natürlich ein bisschen für Diskussion gesorgt, ein Foul gegen Marco Richter. Wie hast du's erlebt auf dem Platz? Ja, wir haben gut angefangen und in der Phase haben wir so ein bisschen einen Hänger gehabt. Und ich denke, das Foul war wichtig, ein bisschen Zeichen setzen, weil da ist dann wieder ein bisschen Stimmung reinkommen, da ist wieder Leben reinkommen. Also das Foul war schon nicht bewusst, dass ich so mache, aber schon bewusst mal wieder ein Zeichen zu setzen. Muss man nicht rot geben. Also gelb war voll okay, weil ich teilweise zurückziehe und keine Gefahr ist, dass ich ihn verletze. Aber es war zu dem Zeitpunkt extrem wichtig und der Schiedsrichter hat zum Glück auch richtig gehandelt. Zweite Halbzeit hat der Trainer dich dann runtergenommen. Was hat er zu dir gesagt in der Halbzeit? Er hat ja auf der PK gesagt, er hat dich dann immer kurz beiseite genommen. Ja, natürlich ist ja logisch, wenn man gegen den Ex-Verein spielt und ein Tor schießt voller Adrenalin ist, obwohl keine Zuschauer da sind, aber trotzdem richtig heiß ist. Ich bin in der Früh aufgestanden und ich habe schon gespürt, heute wird es richtig geil. Also ich habe schon dieses Gefühl gehabt, wie meist nur vor Europa League spielen, damals noch. Und ich war heiß. Man hat es gemerkt, glaube ich, nach dem Foul, dass ich mit dem Reut auch einen kleinen Disput hatte am Platz. Und ich habe alles reingehauen und im Endeffekt hat der Trainer dann absolut die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe es auch nach 20 Sekunden, nachdem er auf mich eingeredet hat, habe ich es einfach eingesehen, weil ich war heiß. Ich bin zwar clever in der Hinsicht, aber es wäre dann doch zu gefährlich, weil das Foul doch dunkelgelb war. Und deswegen war es im Nachhinein, hat der Trainer absolut richtig entschieden. Wir haben alle richtig entschieden. Und wenn der HC wieder reinkommen kann, dann geht man auch gerne raus, weil man weiß, der spielt einfach wieder sein Spiel runter wie immer. Zweite Halbzeit hat die Eintracht haben wir es wieder gut gemacht, haben wir es 2-0 gemacht. Gab es noch eine Situation, der Elfmeter? Du hast ja mit Alfred Finnbogason so noch in der Mixer noch ein bisschen geplaudert. Hast du wahrscheinlich aus alten Tagen noch einen Kumpel. Hast du mit ihm auch über Elfmeter nochmal geschwätzt? Ja, natürlich. Ja. Also der Elfmeter war klar, das muss man auch sagen. Den muss man geben. Und dann Alfred hat natürlich gesagt, er hat Kevin natürlich beobachtet, er hat ihn angeschaut, er hat gesehen, dass er oft sehr früh wegspringt und deswegen wollte er ihn einfach in die Mitte chippen und das hat er hat gesagt, viel verletzt und das hat einfach zu seiner Saison gepasst und zum Glück für uns und sonst wäre es nochmal spannend geworden, aber im Großen und Ganzen war das gefährlich einfach im Spiel, dass die einfach irgendwie so ungefährlich waren. Also die sind hinten drin gestanden und man hat nie das Gefühl, dass man gefährlich werden kann. Und das war so ein bisschen das Gefährliche, weil es dann doch manchmal gefährlich geworden ist. Aber wir haben es dann doch im Großen und Ganzen, natürlich sind es ein bisschen aufgekommen, aber doch souverän runtergespielt. Und das war nicht einfach nach den ganzen letzten Tagen, nach dem Spiel gegen Gladbach. Und also wir sind eigentlich ruhig geblieben hier intern. Aber was alle draußen sind, extrem nervös waren. Und natürlich haben wir das große Ziel und wir bleiben ruhig und müssen weiterarbeiten. Jetzt sind es noch 4 Spiele. Das ist heute Abend, guckst du dir heute Abend auch die Konkurrenten Wolfsburg und Dortmund auch ein bisschen an? Natürlich werden wir uns das heute anschauen. Und den Gegnern natürlich die Daumen drücken. Aber nichtsdestotrotz, wir haben vorgelegt. Dortmund wird nicht so einfach den Platz hergeben. Also die möchten schon noch auf Platz 4. Leverkusen wird auch noch sich an die letzten Chancen klammern. Und wir spielen wieder besser, wir spielen ordentlich, aber wir wissen auch, dass wir, um das Ziel zu erreichen, noch eine Schippe drauflegen müssen zu den letzten 2 Spielen. Danke dir, Hindi.